Die Türkei steckt mitten in einer Wirtschaftskrise. Eine Inflation von fast 70% hat das Land fest im Griff. Die Preise explodieren. Während das für die Mittelschicht bedeutet, dass ihre Ferien im Ausland wieder unmöglich werden, müssen die Ärmsten bereits auf das Nötigste verzichten. Was geschieht da gerade am Bosporus? Und wie konnte es so weit kommen? Ein Blick zurück zeigt, eine hohe Inflation ist für die Türkei nichts Neues. Schon seit Jahrzehnten ist die Währung sehr volatil. Erst 2001 sinkt die Inflation und stabilisiert sich auf vergleichsweise tiefem Niveau. Dies schreiben viele dem neuen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu. Er gilt zunächst als großer Hoffnungsträger und bringt mit Reformen das Land voran. Die Wirtschaft boomt, eine breite Mittelschicht entsteht. Doch Erdogan wandelt sich immer mehr vom Demokraten zum Autokraten. Besonders nach dem vereitelten Militärputsch in 2016 greift Erdogan zu immer drastischeren Maßnahmen, um an der Macht zu bleiben. Gegner und Kritiker werden verfolgt, entfernt, inhaftiert. Erdogan mischt sich immer mehr in zuvor vom Staat unabhängige Bereiche ein, etwa bei der Nationalen Notenbank. Sie ist verantwortlich für die Geldpolitik des Landes und somit auch für die Kontrolle der Inflation. Und diese zieht 2021 wieder stark an. Gründe dafür sind unter anderem die Corona-Pandemie, fehlende Touristen, zögernde ausländische Investoren und hohe Energiepreise. Normalerweise würde die Notenbank eingreifen und die Leitzinsen erhöhen. Eines der wirksamsten Mittel gegen Inflation, die sie hat. Mit der Erhöhung der Leitzinsen wird es teurer, sich Geld zu leihen. Das bedeutet, dass weniger Geld im Umlauf ist und somit auch weniger ausgegeben wird. Und eine sinkende Nachfrage wirkt sich direkt auf die Preise aus. Doch jeder Notenbankchef, der versucht, die Leitzinsen zu erhöhen, wird ersetzt. Denn Erdogan hat seine eigene Wirtschaftstheorie. Laut ihm sind es genau diese hohen Zinsen, die zu einer Inflation führen. Tiefe Zinsen sei das, was das Land brauche. Auch wenn ihn bei dieser These kaum ein Ökonom unterstützen würde. Verschiedene Äußerungen des Präsidenten lassen vermuten, dass der Grund für seine Zinspolitik unter anderem im islamischen Recht liegt. Eines der grundlegenden Elemente des islamischen Wirtschaftsrechts ist ein ausdrückliches Zinsverbot. Erdogan setzt deshalb auf seine eigenen Methoden. Er führt ein Bankkonto ein, das gegen Wertverlust aus der Inflation abgesichert sein soll und appelliert an den Patriotismus. Unter anderem fordert er die Menschen in der Türkei dazu auf, ihre Goldreserven in Lira zu wechseln, um die Währung zu stärken. Yastık altında tutulan 5000 ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek, ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır. Bis jetzt scheint sich seine Zinspolitik trotz diesen Maßnahmen aber nicht auszuzahlen. Im Mai 2022 stieg die offizielle Inflation auf fast 70%. Unabhängige Ökonomen schätzen sie auf über 150%. Schon länger ist es für Türkinnen und Türken normal, neben einem Lira-Konto noch ein Bankkonto in einer Fremdwährung wie Dollar oder Euro zu haben. Sobald sie ihren Lohn erhalten, tauschen sie ihn in eine stabilere Währung um. Das Ganze zur Unzufriedenheit der Zentralbank. Denn über die fremde Währung hat sie keine Kontrolle und kann so die Geldpolitik noch weniger steuern. Einen Ausweg aus der Inflation zu finden, wird nicht einfach. Die Leitzinsen anzuheben, könnte sich schlecht auf das kurzfristige Wachstum der Volkswirtschaft auswirken. Und die Chancen sind sehr klein, dass Erdogan das zulassen würde. Eigentlich gilt für jeden Weg aus der Inflation. Er wird sehr ungemütlich werden.